Das richtige Gießen und Düngen ist für die Aloe Vera lebenswichtig, da sie sehr empfindlich auf zu viel Wasser und die falschen Nährstoffe reagiert. Daher haben wir für euch in diesem Video unsere wichtigsten Erfahrungen und Tipps zusammengefasst. Zum Thema Wasserbedarf sollte man erstmal wissen, dass die Aloe Vera natürlicherweise in sehr sonnigen, trockenen Klimazonen wächst. Um mit wenig Wasser auszukommen, speichert sie Wasservorräte in den Blättern, weshalb man sie auch zu den Sukkulenten zählt. Diese Fähigkeit, bei Trockenheit zu überleben, hat ihr auch den Spitznamen Wüstenlilie eingebracht. Trockenheit kann sie damit problemlos im Sommer über Wochen, im Winter sogar über Monate überstehen. Aber zu häufiges Gießen oder gar Staunässe verträgt sie sehr schlecht. Bleiben die Wurzeln längere Zeit in der Nässe stehen und hier reichen bereits wenige Tage, beginnt die Pflanze zu faulen. Damit ist zu viel und zu häufiges Gießen eine der Hauptursachen für das Verenden von Aloen. Um zu verstehen, wie man eine Aloe richtig gießt, sollte man wissen, dass sie nur in der Wachstumsphase Wasser zum Vergrößern der Blätter aufnimmt. Sie braucht viel Sonnenlicht und Temperaturen über 20 Grad Celsius, die ihr natürliches Wachstum anregen. Daher wächst sie bei uns nur zwischen April und Oktober. Zwischen November und April hält sie Winterruhe, sprich sie wächst so gut wie gar nicht und benötigt dann auch keinen Dünger und nur noch sehr, sehr wenig Wasser. In der Wachstumsphase, also zwischen April und Oktober, gießt man die Aloe Vera ca. alle 1 bis 2 Wochen. Beim Gießen sollte man das Wasser direkt in die Erde und nicht über die Blätter geben. Wichtig ist, dass die Erde in der Zwischenzeit immer wieder richtig Zeit hat zu trocknen. Wer sich nicht sicher ist, ob die Erde schon trocken genug ist, kann sich so ein Feuchtigkeitsmessgerät besorgen, das man einfach in die Erde steckt und so direkt die Erdfeuchte ablesen kann. Falls einem doch mal die Gießkanne ausrutscht, kann man überschüssiges Wasser aus dem Untersetzer einfach wieder abgießen, damit keine Staunässe entsteht. Vielgießern geben wir den Tipp, Tontöpfe für ihre Aloen zu verwenden. Der Tontopf hat den Vorteil, selbst Wasser aufzunehmen. Hier seht ihr einen Ton- und Plastiktopf im Vergleich. Schon nach wenigen Stunden hat der Tontopf so viel Wasser aufgenommen, dass die Erde nicht mehr eingesumpft ist, während der Plastiktopf das Wasser lange Zeit hält. Im Herbst und Winter braucht die Aloe in ihrer Ruhephase sehr wenig Wasser. Wir gießen sie in dieser Zeit nur noch alle 1 bis 3 Monate, je nach Standort und wie warm die Pflanze steht. Da hier nichts groß wächst, braucht sie dann natürlich auch keinen Dünger mehr. Was das Wasser angeht, verwenden wir am liebsten Wasser aus der Regentonne. Leitungswasser kann man natürlich auch problemlos verwenden, solange es nicht zu viel Kalk enthält. Falls ihr nur sehr hartes, das heißt sehr kalkhaltiges Wasser zu Hause habt, könnt ihr es mit einem einfachen Trick selber entkalken. Gebt das Gießwasser vorab in den Wasserkocher und kocht es auf. Der Kalk fällt beim Erhitzen aus und lässt sich dann mit einem Kaffeefilter ganz einfach herausfiltern. Das Wasser könnt ihr dann zum Gießen verwenden. Wenn die Aloe Vera schnell wachsen bzw. sehr groß werden soll, kann man ihr in der warmen Jahreszeit zusätzlich Dünger geben. Hierzu braucht man einen sogenannten Kakteen- oder Sukkulentendünger, den man problemlos in der Gärtnerei bekommt. Wir verwenden am liebsten Flüssigdünger, da er sich leicht mit dem Gießwasser dosieren lässt. Bei der Menge und Häufigkeit des Düngens orientiert euch einfach an den Herstellerangaben. Damit sind wir mit unseren Tipps am Ende und hoffen, dass ein paar interessante Infos für euch dabei waren. Viel Spaß bei der Pflege eurer Aloe Vera Pflanzen.